So erlangst du volle Disziplin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo auch von mir. Ich bin Markus und vor mir sitzt Sarah. Wir leben beide in Deutschland und lieben Sprachen. Genau. Ich arbeite an einer Sprachschule und höre gern Geschichten, besonders wenn du sie erzählst, Markus. Heute sprechen wir über Disziplin und Prokrastination. Oh ja, ein Thema, das viele Lernende beschäftigt. Aber zuerst erzähle ich eine kleine, sehr echte Geschichte. Ich bin gespannt. Letzten Samstag wollte ich viele kleine Aufgaben erledigen. Ich stand früh auf, machte Kaffee und schrieb eine To-Do-Liste. Sehr organisiert. Dachte ich auch. Doch nachdem ich die Liste sah, wurde ich plötzlich müde. Die Couch sah so gemütlich aus. Oh, das kenne ich nur zu gut. Ich setzte mich kurz, nur für 5 Minuten, wie ich mir sagte. Dann öffnete ich mein Handy und startete ein kurzes Video. Plötzlich war es Nachmittag. Autsch. Ja, die kleinen Videos hörten einfach nicht auf. Wie viele Stunden waren es am Ende? Fast 4. Meine Liste blieb unangetastet. Das klingt sehr vertraut. Mir passierte etwas Ähnliches neulich. Erzähl. Ich wollte nur den Schreibtisch aufräumen. Doch dann klickte ich auf einen Artikel über Pflanzenpflege. Aus einem Artikel wurden 10 und plötzlich war Abend. Unsere Gehirne suchen wohl schnelle Belohnungen. Genau. Und die Couch oder das Handy liefert sie sofort. Für alle, die zuhören, kennt ihr solche Tage? Schreibt uns gern eure Geschichten. Doch keine Sorge, wir wollen heute nicht schimpfen. Nein, wir wollen verstehen, warum das passiert. Und wir möchten zeigen, dass Disziplin trainierbar ist. Auch in kleinen, freundlichen Schritten. Das klingt gut. Bevor wir tiefer einsteigen, fasse ich deine Geschichte kurz zusammen. Gern. Du hattest einen freien Tag, viele kleine Aufgaben und viel Motivation. Dann sahst du die Liste, fühltest dich überfordert und landetest auf dem Sofa. Ganz genau. 4 Stunden später war der Tag fast vorbei. Meine Pflanzen mussten weiter warten. So passiert es vielen Menschen. Darum sprechen wir heute darüber. Ich freue mich auf die Tipps, die wir sammeln werden. Ich auch. Vielleicht helfen sie unseren Zuhörern und uns selbst. Also bleibt dran. Gleich geht es um Mythen über Disziplin. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch etwas sagen. Ich fühlte mich nicht sofort schlecht, als ich auf der Couch lag. Erst abends kam das unangenehme Gefühl von verlorener Zeit. Kennst du das auch? Ja, absolut. Wenn der Tag vorbei ist, fragt man sich, warum man nichts geschafft hat. Trotzdem wiederholt man das Muster sehr oft. Ich habe versucht, mich selbst zu überlisten. Einmal legte ich das Handy in ein anderes Zimmer. Dann nahm ich leider das Tablet. Das ist so menschlich. Unsere Gehirne suchen Wege, schnell Dopamin zu bekommen. Videos, Snacks oder Apps liefern das allen sofort. Ganz genau. An solchen Tagen fange ich mit einer sehr kleinen Aufgabe an. Zum Beispiel spüle ich nur eine Tasse. Danach fühlt sich das Aufräumen plötzlich leichter an. Das erinnert mich an meine Lernenden. Viele wollen sofort fließend sprechen und haben Angst vor Fehlern. Ich sage dann, lernt erst 5 neue Wörter und benutzt sie. Nach diesem kleinen Schritt fühlen sie sich mutiger. Ja, der erste Schritt schafft Schwung. Wir werden gleich erklären, warum das Gehirn kleine Ziele liebt. Und wir geben Tipps, wie man solche Ziele findet. Doch vorher holen wir uns noch einen kleinen Schluck Wasser. Bis gleich, Zuhörer. Mythen über Disziplin. Willkommen zurück, wir sind frisch hydratisiert und bereit für die Mythen. Genau. Viele Menschen denken, Disziplin ist ein festes Talent. So als wäre sie ein Geschenk, das man entweder hat oder nicht. Doch das stimmt nicht.
Disziplin ist eher eine trainierbare Fähigkeit. Ich vergleiche es gern mit einem Muskel. Ein Muskel wird stärker, wenn man ihn regelmäßig benutzt. Absolut. Wer nie übt, bleibt schwach, egal wie motiviert er wirkt. Ein zweiter Mythos lautet, Disziplin macht das Leben hart und freudlos. Oh ja. Viele sehen Disziplin als ständige Selbstbestrafung. Dabei kann Disziplin sogar Freiheit schaffen. Wie meinst du das? Wenn ich morgens klar lerne, habe ich später Zeit für Freunde. Gute Planung schenkt Freizeit. Das klingt wie ein Paradox, ist aber wahr. Genau. Ein dritter Mythos sagt, manche Leute sind einfach faul. Oh, dieses Wort tut weh. Faul klingt sehr negativ. Dabei reagiert das Gehirn nur normal. Es sucht ständige Belohnungen, kurze Freude, wenig Energieverbrauch. Handyspiele, süße Snacks, Serien bieten genau das. Kein Mensch ist gern faul. Wir folgen nur offenen Reizen. Ein vierter Mythos. Große Ziele motivieren besser als kleine. Ich glaubte das auch lange. Ich schrieb riesige Pläne. Und dann? Ich fühlte mich überwältigt und begann nie. Das passiert vielen Lernenden. Sie wollen sofort fließend sprechen. Das Ziel klingt toll, ist aber unklar und riesig. Unser Gehirn stoppt dann, weil es keinen Anfang sieht. Kleine Schritte wirken dagegen banal, aber sie sind machbar. Und Machbarkeit erzeugt echte Motivation. Ein weiterer Mythos besagt, Willenskraft ist unendlich. Leider nein. Willenskraft ist begrenzt wie eine Batterie. Wenn ich schon viele Entscheidungen traf, wird die Batterie leer. Dann braucht man Systeme, nicht nur Kraft. Zum Beispiel feste Routinen oder klare Zeiten. Genau. So spart man Energie für wichtige Momente. Interessant finde ich, wie Werbung diesen Punkt nutzt. Stimmt. Werbung zeigt schnelle Freude, nur einen Klick entfernt. Unser Gehirn will sofort zuschlagen, keine Wartezeit. Das macht es schwer, langfristige Ziele zu wählen. Liebe Zuhörer, erkennt ihr euch in diesen Mythen? Schreibt uns, welche Aussage ihr früher geglaubt habt. Ich glaubte besonders an das Talentmärchen. Ich auch. In der Schule dachte ich, Mathe-Genies werden geboren. Später erkannte ich, dass Übung entscheidend war. Bei Sprachen ist es ähnlich. Begabung hilft, doch Übung siegt. Ein Mythos, den ich oft höre. Nur harte Arbeit zählt. Dabei sind Pausen wichtig. Ohne Pausen brennt man aus. Disziplin heißt auch, sich bewusst zu erholen. Ja, ein geplanter Spaziergang kann die Batterie aufladen. Meine Lieblingspause ist ein kurzer Kaffee auf dem Balkon. Ich bevorzuge leise Musik und Strecken. Interessant. Jeder hat andere Mini-Belohnungen. Hauptsache, sie sind gesund und kurz. Sonst rutschen wir wieder in stundenlange Videos. Genau. Ein kleiner Timer hilft, die Pause zu begrenzen. Ich stelle oft 5 Minuten ein. Dann geht es weiter. Ein Mythos fehlt noch. Disziplin heißt niemals scheitern. Oh, das ist gefährlich. Scheitern gehört dazu. Wer perfektionistisch denkt, stoppt nach dem ersten Fehler. Besser ist, Fehler als Teil des Lernwegs zu sehen. Meine Lernenden lachen über eigene Aussprachefehler. Das hilft. Humor löst Spannung und motiviert weiterzumachen. Also Disziplin ist kein kaltes Gefängnis, sondern flexibles Training. Und Training darf Spaß machen. Ich stimme voll zu. Fassen wir die Mythen kurz zusammen? Gern. Mythos 1. Disziplin ist Talent. Fakt, sie ist trainierbar. Mythos 2. Disziplin macht unglücklich. Fakt, sie schafft Freiheit. Mythos 3. Manche sind faul. Fakt,
Alle Gehirne suchen schnelle Belohnung. Mythos 4. Große Ziele helfen mehr. Fakt: kleine Schritte wirken besser. Mythos 5. Willenskraft ist endlos. Fakt: sie ist begrenzt. Mythos 6. Keine Fehler erlaubt. Fakt: Fehler sind normal. Danke für die klare Übersicht. Gerne. Ich hoffe, das entlastet unsere Zuhörer. Mich entlastet es auf jeden Fall. Mich auch. Im nächsten Teil sprechen wir darüber, warum große Ziele so schwer wirken. Bleibt dran, das wird spannend. Große Ziele, großer Druck. Willkommen zu Kapitel 3. Jetzt fragen wir uns, warum riesige Ziele oft erdrückend wirken. Das ist ein wichtiger Punkt. Viele Lernende kommen zu mir und sagen, ich will perfekt Deutsch sprechen. Perfekt klingt schön, aber es ist sehr vage. Man sieht keinen klaren Anfang. Genau, unser Gehirn liebt Klarheit. Ohne klaren Schritt entsteht Nebel im Kopf. Ich erinnere mich an mein altes Fitnessziel. Ich schrieb, in 6 Monaten einen Marathon laufen. Wow, das ist groß. Wie hast du dich gefühlt, als du es aufschriebst? Ehrlich gesagt stark und stolz. Doch am nächsten Morgen fühlte ich Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die erste Trainingseinheit war wahrscheinlich riesig in deinem Kopf. Ja, ich sah sofort die 42 Kilometer vor mir. Also blieb ich auf dem Sofa. Das zeigt das Problem. Ein großer Traum motiviert kurz und blockiert danach. Hast du eine ähnliche Erfahrung mit Sprachen gemacht? Ja. Mit 18 wollte ich fließend Japanisch lernen. Ich kaufte ein dickes Lehrbuch. Ich las 10 Seiten, verstand nichts, fühlte mich dumm und gab auf. Was hättest du besser machen können? Ich hätte vielleicht zuerst die Silben lernen sollen. Kleine, überschaubare Schritte. Unsere Zuhörer kennen das sicher. Man sagt, morgen ändere ich mein ganzes Leben. Und am Morgen fühlt sich das Leben sehr schwer an. Warum reagiert unser Gehirn so stark auf Größe? Es geht um Sicherheit. Ein großer Berg könnte Gefahr bedeuten. Das Hirn schützt Energie. Also sendet es Warnungen. Das fühlt sich wie Faulheit an, ist aber Selbstschutz. Genau. Dazu kommt fehlende Struktur. Ohne Plan schätzt man Zeit und Aufwand falsch. Ich dachte, Marathontraining kostet täglich 2 Stunden. Die Wahrheit war ganz anders. Manchmal reichen 30 Minuten Joggen am Anfang. Aber das sieht man erst mit einem Plan. Interessant finde ich auch soziale Medien. Dort zeigen Menschen Endergebnisse, nicht den Weg. Ja, wir sehen das fertige Buch, nicht die 100 stillen Schreibabende. Das verstärkt den Druck. Wir vergleichen unseren Start mit ihrem Ziel. Dabei hat jeder Profi einmal klein angefangen. Ich erzähle meinen Freunden jetzt offen, wie chaotisch mein erster Lauf war. Das macht Mut. Es zeigt, dass der Prozess normal ist. Ein weiterer Punkt ist Zeitgefühl. Große Ziele wirken endlos. Man spürt keinen Erfolg unterwegs. Richtig. Ohne schnelle Erfolge sinkt Motivation. Bei Sprache kann ein kurzes Gespräch schon ein Mini-Erfolg sein. Ja? Ein Lernender freute sich riesig, als er beim Bäcker richtig bestellte. Solche Momente geben Energie. Ein großes Ziel gibt oft erst ganz spät Belohnung. Darum brechen viele Menschen vorher ab. Lass uns unseren Zuhörern ein kleines Experiment vorschlagen. Gerne. Was hast du im Kopf? Nehmt euer größtes Ziel und schreibt nur die erste Mini-Aktion auf. Zum Beispiel, öffne die Sprach-App und lerne 2 Minuten. Oder zieh Laufschuhe an und geh 5 Minuten spazieren.
Wenn ihr das gemacht habt, markiert es als Erfolg. Fühlt den kleinen Triumph. Das Gehirn speichert den Triumph und verbindet ihn mit dem Ziel. So entsteht eine positive Schleife statt einer Angstschleife. Ich möchte noch einen Gedanken teilen. Große Ziele sollten inspirieren, nicht lähmen. Schön gesagt. Ein Traum ist der Stern am Himmel. Die Schritte sind die Leiter. Wer nur den Stern anschaut, baut keine Leiter. Und wer nur auf die Leiter starrt, vergisst manchmal den Stern. Also brauchen wir beides. Vision und Struktur. Jawohl. Ohne Struktur bleibt Vision Fantasie. Ohne Vision fühlt Struktur leer. Klingt nach Balance. Genau. Ich würde das gern unseren Zuhörern als Hausaufgabe geben. Schreibt euren Stern oben auf ein Blatt und darunter 3 Ministufen. Testet das eine Woche. Wir sind neugierig auf eure Berichte. Bevor wir zum nächsten Kapitel gehen, fasse ich kurz zusammen. Gerne, leg los. Große Ziele wirken oft überwältigend, weil sie unklar sind, spät belohnen und Energie sparen wollen. Struktur und kleine Schritte lösen den Druck. Perfekt. Das gibt unseren Zuhörern Klarheit. Im nächsten Teil zeigen wir, wie man große Ziele in konkrete Aktionen bricht. Bleibt dabei, es wird praktisch und leicht umsetzbar. Klare Schritte statt großer Träume. Willkommen zurück. Jetzt wird es richtig praktisch. Genau. Wir zeigen, wie man große Träume in kleine Schritte teilt. Dafür nehmen wir dein Japanisch-Beispiel. Gern. Mein altes Ziel war, in einem Jahr fließend sprechen. Das klingt beeindruckend, aber vage. Richtig. Heute würde ich das in klare Aktionen brechen. Aktion 1. Zuerst das Hiragana-Alphabet lernen, 10 Zeichen pro Tag. Perfekt. Das Ziel ist messbar und schnell erreichbar. Aktion 2 wäre dann, jeden Morgen 5 Minuten hören. Auch das ist konkret. Genau. Nach 4 Wochen hätte ich 20 Hörübungen geschafft. Diese kleinen Erfolge sammeln sich und motivieren weiter. Richtig. Jede erledigte Aufgabe schickt ein Erfolgssignal ans Gehirn. Ich habe ähnlich gelernt, als ich Programmieren übte. Erzähl gerne. Früher schrieb ich will eine App bauen. Doch ich hatte keine Ahnung, wo ich beginne. Was hast du geändert? Ich setzte mir Mikroziele. Zum Beispiel heute eine Schaltfläche erstellen und testen. Ein klarer, fertiger Schritt. Genau. Am Ende des Tages hatte ich etwas Greifbares. Und morgen folgt der nächste kleine Baustein. So entstand die App Stück für Stück. Unsere Zuhörer können das direkt anwenden. Nehmt euer großes Ziel und stellt eine Wenn-Dann-Frage. Zum Beispiel, wenn es Montag ist, lerne ich 5 Wörter. Oder, wenn ich die Kaffeemaschine starte, mache ich 10 Kniebeugen. Diese Verknüpfung hilft, weil der Trigger schon existiert. Genau. Kein Nachdenken mehr, nur ausführen. Ich nutze den Bus als Lernort. Sobald ich sitze, öffne ich die Vokabel-App. Clever. So wird Warten zu wertvoller Zeit. Ein weiterer Tipp ist die 2-Minuten-Regel. Wie funktioniert sie? Wenn eine Aufgabe unter 2 Minuten dauert, erledige sie sofort. Das verhindert Stapel von Mini-Aufgaben. Genau. Der Kopf bleibt frei für größere Dinge. Ich wende sie beim Geschirr an. Ein Teller? Gleich abspülen. Prima. So bleibt die Küche sauber. Unsere Tipps klingen simpel, sind aber mächtig. Das Geheimnis liegt in der Wiederholung. Jeder Schritt trainiert die Disziplin-Muskelfaser. Schönes Bild. Danke. Wichtig ist, die Schritte aufzuschreiben.
Ein Plan auf Papier erinnert an das Warum. Stimmt. Ich hänge meinen Plan an den Kühlschrank. So siehst du ihn mehrmals am Tag. Manchmal male ich kleine Sterne neben erledigte Punkte. Belohnung für das Auge. Genau. Das gibt mir einen Glückskick. Unsere Lernenden können Sticker nutzen. Oder farbige Punkte im Kalender. Je sichtbarer der Fortschritt, desto höher die Motivation. Ich glaube, wir haben viele Beispiele gegeben. Ja. Sollen wir die Kernidee zusammenfassen? Gern. Große Ziele brauchen kleine, klare Handlungen. Jede Handlung hat einen Trigger, dauert kurz und gibt schnellen Erfolg. Perfekt. So wird der Traum Stück für Stück real. Im nächsten Teil sprechen wir über die 3-Minuten-Technik. Bleibt dran und probiert heute schon einen Minischritt aus. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen. Darf ich noch ein persönliches Beispiel bringen? Sehr gern. Ich wollte früher jeden Abend eine Stunde lesen. Nach langen Arbeitstagen war ich jedoch völlig müde. Das klingt nachvollziehbar. Dann beschloss ich, nur 2 Seiten zu lesen. Oft blieb ich danach im Buch und las doch 20 Seiten. Der Start ist meist der schwierigste Teil. Ja, sobald das Buch offen war, lief es fast automatisch. Das passt perfekt zur 3-Minuten-Technik. Genau, dazu kommen wir gleich ausführlich. Vorher noch ein Hinweis an unsere Zuhörer. Achtet bei kleinen Schritten auf realistische Bedingungen. Wenn ihr morgens gestresst seid, wählt ein Abendritual. Richtig. Passt den Schritt an euren Alltag an. So bleibt die Chance hoch, dass ihr durchhaltet. Und notiert Hindernisse gleich mit. Beispiel: Wenn das Handy ablenkt, lege es in ein anderes Zimmer. Dann ist die Versuchung kleiner. Wir könnten noch stundenlang reden, oder? Absolut. Aber die nächste Technik wartet. Gut, dann schließen wir diesen Teil hier. Ich fasse kurz zusammen. Zerlegt euer Ziel, verbindet jeden Minischritt mit einem klaren Auslöser, haltet die Dauer gering und feiert jeden Fortschritt. Perfekt zusammengefasst. Bereit für die nächste Runde? Unbedingt. Bis gleich. Und vergesst nicht, kleine Siege laut zu feiern. Ein Tanz im Wohnzimmer zählt auch. So, jetzt wirklich Pause. Bis gleich. Wir freuen uns schon auf eure Erfolgsgeschichten. Die 3-Minuten-Technik. Da sind wir wieder. Jetzt geht es um die berühmte 3-Minuten-Technik. Ja, diese Methode liebe ich sehr, weil sie so simpel ist. Kurz gesagt, man verspricht sich, eine Aufgabe nur 3 Minuten zu machen. Genau. 3 Minuten klingen harmlos. Das Gehirn sagt fast immer ja, Warum funktioniert das so gut? weil der Start die größte Hürde ist. Nach dem Start rollt der Ball. Ich nutze die Technik beim Schreiben von E-Mails. Erzähl. Ich sage mir, öffne das Programm, tippe 3 Minuten, dann darfst du stoppen. Und stoppst du nach 3 Minuten? Fast nie. Meist schreibe ich gleich die ganze Mail fertig. Das zeigt die Kraft der Bewegung. Wenn wir einmal gehen, gehen wir weiter. Ich habe ein Beispiel aus dem Haushalt. Oh, spannend. Mein Badezimmer putze ich selten gern. Also stelle ich einen Timer. Nur 3 Minuten. Ich putze den Spiegel. Wenn der Timer klingelt, bin ich schon im Flow. Und dann machst du weiter? Ja. Oft bleibe ich 10 Minuten. Danach glänzt alles. Ich mache etwas Ähnliches mit Grammatiklernen. Erzähl uns. Ich öffne ein Arbeitsblatt. Ich sage mir, nur 3 Minuten, dann Stopp. Meist löse ich die Aufgabe komplett. Die Technik reduziert Druck. 3 Minuten wirken wie nichts. Unser Gehirn sieht keine Gefahr, keine große Energiefrage. Die Methode hat aber Regeln. Stimmt. Regel 1. Wirklich klein anfangen. Keine versteckten Ziele. Regel 2. Timer stellen.
sonst vergisst man die Zeit. Regel 3. Nach 3 Minuten darf man ehrlich stoppen. Das ist wichtig, sonst fühlt sich das Hirn betrogen. Ja, man will Vertrauen zu sich selbst bauen. Ich stoppte gestern wirklich nach 3 Minuten Yoga. Und? Ich fühlte mich stolz. Heute hatte ich Lust auf mehr. Dieses Stolzgefühl ist der wahre Gewinn. Lass uns ein Rollenspiel machen. Gute Idee. Welches Szenario? Ein Student soll Vokabeln lernen, ist aber müde. Okay, du bist der Student. Ich sitze auf dem Sofa, Handy in der Hand. Ich sage, ich habe keine Kraft. Ich antworte als Coach. Nur 3 Minuten. Öffne die App. Ich denke, 3 Minuten? Das schaffe ich. Timer an. Ja, ich tippe Start. Ich beginne ein Wort zu wiederholen. Ding, 3 Minuten vorbei. Ich habe 5 Wörter gelernt. Ich fühle ein kleines Erfolgserlebnis. Und willst du aufhören oder weitermachen? Ich bleibe noch ein paar Minuten. Es macht gerade Spaß. Genauso läuft es oft in echt. Liebe Zuhörer, probiert das heute aus. Wählt eine Aufgabe, die ihr meidet. Stellt einen 3-Minuten-Timer. Beginnt ohne Erwartungen. Wenn ihr stoppt, ist das okay. Wenn ihr weitermacht, umso besser. Ich empfehle ein kleines Ritual danach. Zum Beispiel, Ein Glas Wasser trinken und tief durchatmen. Das signalisiert Abschluss. guter Tipp. So merkt das Gehirn den Erfolg. Viele Leute fragen, warum nicht 5 Minuten? 3 ist magisch kurz. Unter 5 klingt winzig. Und 3 passt in fast jeden Kalender. Natürlich kann man variieren. Wichtig ist das Gefühl von Leichtigkeit. Ich vergleiche es mit einem Türöffner. Die Tür zum Tun steht einen Spalt offen. 3 Minuten drücken Sie ganz auf. Schönes Bild. Danke. Man kann die Technik auch stapeln. Erklär das bitte. Erst 3 Minuten lesen, dann 3 Minuten dehnen, dann 3 Minuten aufräumen. So hat man in 9 Minuten 3 Bereiche verbessert. Genau. Kleine Pakete, große Wirkung. Ich nutze das morgens. 3 Minuten Bett machen, 3 Minuten meditieren, 3 Minuten Frühstück richten. 9 Minuten und der Tag startet geordnet. Das hebt die Stimmung enorm. Man kann auch Bestrafung vermeiden. Wie meinst du das? Wenn man denkt, ich muss eine Stunde lernen, fühlt man sich schuldig bei 20 Minuten. Stimmt. Mit 3 Minuten ist jede Sekunde darüber hinaus Bonus. Zero Schuld. Nur Pluspunkte. Für Fortgeschrittene gibt es einen Hack. Ich bin neugierig. Setzt den Timer erst, wenn ihr begonnen habt. Oh, das verschiebt den Fokus. Man denkt weniger, man startet schneller. Aber Achtung, nicht bescheißen und vor dem Start schon zählen. Genau. Ehrlichkeit bleibt Basis. Ich möchte noch eine Geschichte teilen. Bitte. Ein Schüler mochte keine Ausspracheübungen. Ich sagte, 3 Minuten Zungenbrecher, fertig. Und? Er lachte viel, weil die Wörter so komisch klangen. Am Ende übten wir doch 10 Minuten. Lachen half, die Hemmung zu lösen. Ja. Humor plus kurze Dauer war perfekt. Welche Fehler sollte man vermeiden? Erstens, die Aufgabe heimlich größer machen. Zweitens, den Timer ignorieren und doch endlos scrollen. Drittens, sich bestrafen, wenn man nach 3 Minuten stoppt. Sehr wichtig. Akzeptanz schützt Motivation. Ich fasse die Schritte kurz zusammen. Gerne. Erstens, wähle eine Aufgabe, die du aufschiebst. Zweitens, stelle einen 3-Minuten-Timer. Drittens, starte sofort. Viertens, hör nach dem Klingeln auf oder mach weiter. Fünftens, feiere den Erfolg in jedem Fall. Kurz, klar, machbar. Perfekt. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen unsere Zuhörer machen. Schreibt uns gern eine Nachricht. Vielleicht lesen wir ein paar Rückmeldungen in einer späteren Folge. Das wäre toll.
Im nächsten Kapitel sprechen wir darüber, wie man Ablenkungen aktiv stört. Bleibt also dran und probiert heute die 3 Minuten Technik aus. Ablenkungen austricksen. Willkommen zurück, Freunde der kleinen Schritte. Jetzt geht es um Ablenkungen, unsere stillen Gegner. Genau. Handys, Pop-ups, Kühlschrankgeräusche, alles ruft, komm zu mir. Unser Ziel ist, diese Rufe leiser zu machen. Ich erzähle eine Szene von gestern Abend. Bitte, Ich wollte einen kurzen Bericht schreiben. Laptop offen, Kaffee bereit. Doch das Handy lag neben mir. keine gute Idee. Richtig. Es vibrierte 3-mal in 2 Minuten. Ich klickte, las Nachrichten und verlor Fokus. Wie hast du reagiert? Ich legte das Handy mit dem Bildschirm nach unten auf den Schrank, 2 Meter entfernt. Eine kleine Barriere, aber sehr wirksam. Plötzlich war der Drang weg. Ich schrieb den Bericht in 20 Minuten. Das zeigt, schon ein Schritt extra stoppt den Autopiloten. Genau. Unser Gehirn mag den einfachen Weg. Machen wir den Weg schwerer, wählt es oft die Aufgabe. Ich nutze eine Technik namens 1-Minuten-Parken. Erklär sie uns. Wenn ich mit dem Handy scrolle, stelle ich einen Wecker auf 1 Minute. Beim Klingeln lege ich das Handy weg und frage, will ich wirklich weitersehen? Meist lautet die Antwort Nein. Ja, erstaunlich oft. Die Unterbrechung bricht den Sog. Ich kenne auch den Trick des leeren Schreibtisches. Stimmt. Alle unnötigen Gegenstände kommen weg. So bleibt nur das Material, das ich wirklich nutzen will. Weniger Reize, weniger Sprünge im Kopf. Liebe Zuhörer, schaut euch jetzt euren Lernplatz an. Liegen dort Ablenker? Wenn ja, räumt sie in eine Kiste, Deckel drauf. Kiste in einen anderen Raum. Noch besser. Ein weiterer Tipp: Vorarbeit leisten. Wie genau? Bevor ich ins Büro gehe, öffne ich schon die Dateien, die ich brauche. Dann kann ich direkt starten. Das spart Klicks und verhindert Umwege ins Internet. Genau. Ich nenne es den roten Teppich für die Aufgabe. Schönes Bild. Aufgabe fühlt sich geehrt und tritt ein. Lachen hilft, oder? Absolut. Humor macht Disziplin leichter. Wir sollten auch über Tonbenachrichtigungen reden. Oh ja. Pings sind wie kleine Feuerwerke im Kopf. Ich schalte mein Handy stumm, wenn ich lerne. Ich ebenso. Notrufe kommen trotzdem durch, das kann man einstellen. Gut zu wissen. Sicherheit geht vor. Ein Freund nutzt Schwarz-Weiß-Modus auf dem Handy. Interessant. Keine bunten Icons, weniger Reiz. Genau. Er sagt, Instagram wirkt plötzlich langweilig. Klingt, als müsse ich das testen. Mach das, du wirst staunen. Ein großes Thema sind auch Snacks. Stimmt. Kühlschrank als Ablenkung. Ich stelle Wasser auf den Tisch. Wenn ich Lust auf einen Gang habe, trinke ich zuerst einen Schluck. Oft verschwindet der Impuls danach. Ja, Durst war getarnt als Hunger. Wir könnten eine kleine Liste machen. Gute Idee. 4 schnelle Barrieren gegen Ablenkung. 1. Handy außer Reichweite. 2. Lernplatz aufräumen. 3. Dateien oder Bücher vorher öffnen. 4. Timer für kurze Scrolling-Pausen. Wer diese 4 nutzt, reduziert schon viel Chaos. Wichtig ist, jede Barriere leicht umsetzbar zu halten. Sonst baut man sie nicht auf. Genau, keine komplizierten Apps, einfach räumliche Tricks. Ich möchte über Kopfhörer sprechen. Oh, ein spannendes Thema. Ich trage manchmal Ohrstöpsel mit leiser Musik ohne Worte. Das blockiert Umgebungsgeräusche. So bleibst du im Tunnel. Ja, aber nicht jeder mag Musik. Dann lieber Stille. Ich benutze Regenrauschen. Klingt wie Hintergrund, lenkt nicht ab. Zuhörer, testet, was euch hilft.
und wechselt, wenn es langweilig wird. Eine Frage: Was tun, wenn Ablenkung von Menschen kommt? Gute Frage. Ich mache ein kleines Schild. Lernzeit. Bitte später sprechen. Funktioniert das? Meistens ja. Klare Kommunikation schützt Fokus und Freundschaft. Ich setze Kopfhörer als Signal. Keine Musik, aber Zeichen für Ruhe. Auch clever. Lass uns kurz die Psychologie dahinter erklären. Gerne. Unser Gehirn liebt neue Reize. Jedes Ping bringt Dopamin. Schaut man weg, sinkt Dopamin, man sucht den nächsten Kick. Barrieren machen den Kick teurer. Das Hirn sagt: Zu viel Aufwand. Dann bleibt es bei der Hauptaufgabe. Das ist keine Strafe, sondern kluge Architektur. Wir bauen ein Haus, in dem Konzentration leicht ist. Schön beschrieben. Danke, Ich möchte noch ein Mini-Experiment vorschlagen. leg los. Nehmt morgen euer Handy und lasst es beim Arbeiten in einer Schublade. Macht nur jede Stunde eine 3-Minuten-Checkpause. Einfach, aber effektiv. Schreibt danach auf, wie viel ihr geschafft habt. Vergleicht es mit einem normalen Tag. Der Unterschied wird euch überraschen. Ich prophezeie mindestens 30% mehr Arbeit. Wir sind gespannt auf eure Zahlen. Noch ein Wort zur Belohnung? Gern. Nach fokussierter Zeit gönnt euch etwas Schönes, aber bewusst. Zum Beispiel 5 Minuten frische Luft. So verknüpft das Gehirn Konzentration mit positiver Erfahrung. Perfekt. Wollen wir zusammenfassen? Ja. Ablenkungen sind normal, doch kleine Barrieren stoppen den Autopiloten. Entfernung, Aufräumen, Timer, klare Signale und Geräuschkontrolle helfen. Klingt rund? Im nächsten Kapitel sprechen wir über Perfektionismus. Oh, das wird spannend. Bleibt dran und baut heute eine Barriere gegen euren größten Ablenker. Wir glauben an euch. Perfektionismus als Bremsklotz. Willkommen zurück. Jetzt kommt ein Thema, das mich lange blockiert hat. Perfektionismus. Oh ja, viele Lernende kennen den Satz. Alles oder nichts. Genau. Entweder perfekt oder lieber gar nicht anfangen. Das klingt logisch, fühlt sich aber sehr schwer an. Ich hatte das Problem beim Gitarreüben. Wenn der Akkord nicht sofort sauber klang, hörte ich auf. Das kenne ich vom Schreiben. Ein leerer Bildschirm schrie, mach es perfekt. Warum reagiert unser Kopf so hart? Perfektionismus schützt das Ego. Wenn wir nie starten, gibt es keinen sichtbaren Fehler. Also bleibt das Selbstbild unberührt. Clever, aber gefährlich. Genau, man bleibt sicher, doch auch stehen. Ich erzähle eine kurze Geschichte. Bitte, Ein Freund wollte ein Podcast-Intro komponieren. Er suchte 3 Wochen nach dem perfekten Klang. Am Ende hatte er nichts aufgenommen. oh nein, Dann gab ich ihm eine Challenge. Nimm heute einen Rohentwurf in 10 Minuten auf. hat er es geschafft? Ja, und der Entwurf war gar nicht schlecht. Danach war die Blockade weg. Das zeigt, Bewegung schlägt Grübeln. Richtig. Perfektionismus ist oft nur Angst in schöner Kleidung. Ich sage meinen Schülern, lieber ein Satz mit Fehlern als Stille. Fehler sind Teil des Lernwegs, wie Fußspuren im Sand. Schönes Bild. Man sieht den Weg nur durch Spuren. Welche Techniken nutzt du gegen Perfektionismus? Erstens, den Entwurfmodus aktivieren. Ich nenne ihn das schmutzige Blatt. Erklär das bitte. Ich erlaube mir, eine Aufgabe bewusst unordentlich zu starten. Zum Beispiel schreibe ich den Text ohne Punkt und Komma. Später poliere ich. So trennt man Kreativität
und Korrektur. Genau, das stoppt den inneren Kritiker für eine Weile. Ich habe eine 3-Fehler-Regel. Spannend. Wie lautet sie? Ich erlaube mir mindestens 3 sichtbare Fehler pro Übung. Erst danach darf ich verbessern. Das klingt befreiend. Es zwingt mich zu starten. Kein Start, keine Fehler, also keine Erlaubnis. Ich mache etwas Ähnliches beim Sprechen. Ich plane, 3 Wörter falsch zu betonen. Das nimmt Druck. Humor hilft auch. Ich lache über schiefe Töne. Lachen löst Spannung. Perfektionismus hasst Humor. Ein weiterer Tipp ist Zeitboxen. Stimmt, eine Aufgabe bekommt eine feste Dauer, zum Beispiel 25 Minuten. Danach ist Schluss. Egal ob perfekt. Das zwingt zum Fokus auf das Wesentliche. Ich setze oft 2 Runden. Runde 1 grob, Runde 2 verbessern. So bleibt jede Phase klar. Man kann auch Vorbilder analysieren. Wie meinst du das? Viele große Werke hatten Fehler in der ersten Version. Autoren streichen später Kapitel, Musiker ändern Texte. Das sieht man, wenn man Entwürfe liest. Das beruhigt. Ja, Perfektion ist meist Ergebnis vieler kleiner Korrekturen, nicht ein genialer Moment. Liebe Zuhörer, denkt an euer Projekt. Wo hindert euch Perfektion? Schreibt eine Liste der ersten kleinen erlaubten Fehler. Zum Beispiel falsche Aussprache, Rechtschreibfehler, schiefer Pinselstrich. Dann startet und macht diese Fehler stolz. Ich nenne das Fehlerstolz. Ein schönes Wort. Danke. Perfektionismus hat auch eine gute Seite. Ja, er will Qualität sichern. Wir dürfen ihn später einladen, nicht am Anfang. Genau, erst der Künstler, dann der Kritiker. Ich mag diese Rollenaufteilung. Ich auch. Sie macht den Prozess friedlicher. Sollen wir ein Mini-Ritual vorschlagen? Gerne. Vor dem Start sagt ihr laut: Erster Entwurf, alles darf roh sein. Danach drückt ihr auf Start. Und nach der Zeitbox sagt ihr, jetzt darf ich schleifen. Schöner Rhythmus. Ich fasse unsere Tipps kurz zusammen. Bitte. Daniel erlaubt euch einen Runenentwurf. 2. Setzt Zeitboxen. 3. Plant sichtbare Fehler. 4. Trennt erstellen und korrigieren. 5. Nutzt Humor als Schutz. Perfekt, unperfekt zusammengefasst. Danke. Im nächsten Kapitel geht es um sanften sozialen Druck. Das wird spannend. Bis gleich und übt Fehlerstolz. Sanfter sozialer Druck. Da sind wir wieder. Jetzt geht es um sozialen Druck, aber in freundlicher Form. Ja, nicht der harte Wettbewerb, sondern kleine Absprachen, die motivieren. Ich nenne das die Verabredungsmagie. Gutes Wort. Ein Beispiel. Ich gehe mittwochs joggen, weil meine Nachbarin Lisa mitkommt. Ohne Lisa würdest du öfter absagen? Wahrscheinlich ja. Doch ich möchte sie nicht warten lassen. Das zeigt, wie stark Zusagen sind. Unser Gehirn liebt Konsistenz mit anderen. Genau. Ich sehe das auch bei Sprachkursen. Lernende sprechen mehr, wenn sie Partnerübungen haben. Ich habe eine Schreibgruppe online. Wir treffen uns jeden Sonntag 10 Uhr. Wie läuft das ab? Wir öffnen eine Videosession, sagen kurz Hallo. Dann tippen alle leise 25 Minuten. Danach berichten wir, wie viele Wörter entstanden sind. Klingt sehr motivierend. Ja. Wenn ich allein wäre, würde ich oft später anfangen. Der Trick liegt in der kleinen Kontrolle. Niemand will die Gruppe enttäuschen. Aber es bleibt freundlich. Keine Strafe, nur gegenseitiger Respekt. Schüler fragen oft, wie finde ich so einen Partner? Option 1. Im Freundeskreis fragen. Viele wollen sich verbessern, sagen es aber nicht laut. Option 2.
In Kursen aktiv sein. Nach dem Unterricht kurz fragen, Lust auf gemeinsame Übung? Option 3: Online-Foren für Lernende. Dort gibt es Lerntandems. Wichtig ist, klare Regeln zu setzen. Zum Beispiel Dauer, Uhrzeit und Ziel. Meine Nachbarin und ich sagen, 30 Minuten laufen, egal wie schnell. Dadurch fällt Vergleich weg. Druck wird weich. Man kann auch Mini-Wetten einbauen. Oh, spannend. Erzähl. Wenn wir eine Woche auslassen, müssen wir dem anderen einen Kaffee spendieren. Charmant und günstig. Genau. Keine Angst, nur kleiner Anreiz. Ich nutze öffentliche Ankündigungen. Wie meinst du das? Ich sage Freunden, ich veröffentliche am Freitag einen Blogpost. Dann will ich nicht ohne Beitrag dastehen. Das nennt man Commitment-Gerüst. Einmal öffentlich, kaum Rückzug. Man muss aber realistische Termine wählen, sonst wird Stress groß. Stimmt, wir wollen sanften Druck, keinen Burnout. Ich gebe meinen Schülern gern die 3-Tage-Regel. Was besagt sie? Maximal 3 Tage ohne Praxis. Am Tag 3 schreibt man dem Partner: Heute lernen wir 10 Minuten. So bleiben Pausen kurz und Motivation hoch. Lass uns ein Rollenspiel machen. Gerne. Du bist Lernende, ich dein Freund. Okay. Ich sage: Sarah, wollen wir jeden Dienstag um 18 Uhr zusammen Vokabeln üben? Ja, Markus. Wie lange? Nur 20 Minuten, dann Kurzcheck. Deal. Wenn einer fehlt. Dann schickt der Abwesende dem anderen ein lustiges Katzenfoto als kleine Strafe. Haha, klingt leicht und nett. Ich bin dabei. So einfach kann ein Vertrag aussehen. Humor senkt den Druck, Katzen retten die Stimmung. Liebe Zuhörer, probiert eine solche Vereinbarung aus. Wählt jemanden, der ähnlich motiviert ist. Oder sogar minimal motivierter. Das zieht euch hoch. Aber meidet Menschen, die stark negativ reden. Das zieht runter. Guter Punkt. Umfeld formt Verhalten. Man kann auch Technik nutzen, zum Beispiel gemeinsame Timer über Apps. Oder geteilte Dokumente, in die jeder Fortschritt einträgt. Sichtbare Zahlen wirken wie kleine Pokale. Ein Pokal für jeden Tag. Bald steht ein ganzer Schrank voll. Und das stärkt Identität. Wir sind Leute, die dranbleiben. Genau. Identität schafft dauerhafte Disziplin. Ich fasse kurz unsere Tipps zusammen. Bitte. Erstens, suche einen Lernpartner. Zweitens, setze klare Zeiten und Dauer. Drittens, nutze kleine Wetten oder sichtbare Listen. Viertens, halte den Ton freundlich. Fünftens, belohne euch gemeinsam. Perfekt. Im nächsten Kapitel geht es darum, wie kleine Entscheidungen unsere Identität formen. Bleibt dran und fragt heute noch jemanden nach einer Mini-Lernverabredung. Kleine Entscheidungen. Großes Ich. Willkommen zurück. Jetzt sprechen wir darüber, wie winzige Taten unsere Identität formen. Ja, jede Handlung ist wie ein kleiner Stempel auf unser Selbstbild. Genau. Wenn ich morgens nur eine Seite lese, sage ich mir: Ich bin Leser. Und wenn ich jeden Tag 5 Wörter lerne, denke ich, ich bin Sprachlernerin. Das Spannende? Der Stempel braucht keine riesige Leistung. Richtig, Wiederholung zählt mehr als Größe. Ich erzähle eine Geschichte. Gerne. Vor 2 Jahren wollte ich gesünder leben. Ich begann damit, jeden Abend eine einzige Karotte zu knabbern. Klingt winzig, oder? Aber konsequent. Ja. Nach einem Monat dachte ich, ich bin jemand, der Gemüse isst. Danach fiel mir Salat leichter. Dein Gehirn suchte Handlungen, die zu diesem neuen Ich passen. Genau das.
Es gibt ein schönes Zitat: Gewohnheiten sind Abstimmungen darüber, wer wir sein wollen. Das gefällt mir. Ich sehe es bei meinen Kursteilnehmern. Wer sich selbst als Deutschsprecher nennt, spricht öfter, auch mit Fehlern. Identität steuert Verhalten. Verhalten bestätigt Identität. Ein positiver Kreis. Ein Zirkel, der langsam, aber sicher größer wird. Viele Leute fragen, wie starte ich diesen Kreis? Mit einer Mikroentscheidung. Zum Beispiel heute Abend einen Satz auf Deutsch schreiben. Oder jetzt sofort den Wecker für ein 3-Minuten-Lernen stellen. Wenn man das jeden Tag tut, sagt das Gehirn, ich bin konsequent. Es hilft, das neue Ich laut zu sagen. Ich bin ein Lerner. Oder es aufzuschreiben und an die Wand zu hängen. Ich habe am Spiegel einen Zettel. Ich bewege mich jeden Tag. Ich habe einen Sticker auf meinem Laptop. Sprache macht Spaß. Manchmal fragen Leute, ist das nicht Selbstbetrug? Nein, weil die Aussage von kleinen Beweisen gestützt wird. Jeder Beweis kann winzig sein. Eben die Karotte oder das eine Wort. Genau, das nennt man Identitätsbelege. Je mehr Belege, desto stärker das neue Selbstbild. Und desto leichter wird Disziplin. Weil man nicht mehr kämpft. Man handelt einfach wie die Person, die man schon ist. Ich gebe meinen Schülern die Aufgabe, macht heute einen Identitätsschritt. Was könnte das sein? Zum Beispiel laut Guten Morgen zu einem Kollegen sagen, auch wenn die Aussprache nicht perfekt ist. Oder die Vokabelkarte auf den Nachttisch legen. Beim Zubettgehen noch einmal lesen. Diese Minitat ist ein Stempel. Ich nutze den Tag fürs Lernen. Ich spüre oft Zweifel. Dann frage ich, was würde ein disziplinierter Mensch jetzt tun? Gute Frage. Und dann tust du es? Meistens ja, weil die Antwort klein sein darf. Eine Liegestütze, ein Satz schreiben. Daraus entsteht Stolz. Stolz nährt neues Handeln. Ich möchte ein Experiment vorschlagen. Leg los. Nehmt ein leeres Glas und 10 kleine Steine. Jeder Stein steht für eine Minitat am Tag. Legt bei jedem Erfolg einen Stein ins Glas. Am Abend seht ihr euren Fortschritt. Visuelle Beweise sind stark. Das Glas schreit, guck, wer du geworden bist. Man kann Steine durch Striche im Kalender ersetzen. Oder digitale Häkchen. Hauptsache sichtbar. Manchmal gelingt die Tat nicht. Was dann? Dann sagt man, ich habe heute pausiert, aber meine Identität bleibt. Also nicht verprügeln, sondern weitermachen. Genau. Ein Stein fehlt, aber das Glas ist nicht leer. Liebe Zuhörer, denkt an eure gewünschte Identität. Schreibt einen Satz, ich bin, und ergänzt. Dann tut heute eine winzige Sache, die dazu passt. Morgen wiederholen. Der Kreis beginnt zu rollen. Ich fasse die Kerngedanken kurz. Gern. Erstens. Kleine Entscheidungen wirken wie Stempel auf unser Selbstbild. Zweitens. Wiederholung stärkt den Stempel. Drittens. Sichtbare Beweise machen Identität real. Viertens. Ein Rückschlag löscht die Identität nicht. Fünftens. Stolz auf Mini-Erfolge treibt weiter an. Kurz, klar, kraftvoll. Danke. Gerne. Im nächsten Teil nähern wir uns dem Abschluss und fassen alles zusammen. Bleibt dabei und stempelt heute euer Glas. Gemeinsamer Abschluss. So, Sarah, ich glaube, wir haben heute viel Boden abgedeckt. Absolut. Mir gefällt, dass sich alles um kleine, machbare Schritte dreht. Ja. Egal ob 3-Minuten-Regel, Handybarriere oder Lernpartner, alles bleibt leicht. Und doch stark, weil wir es oft wiederholen. Genau. Ich fühle, wir sind uns in den Punkten sehr einig. Ich auch.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Disziplin kein Kampf sein muss. Vielleicht ist das unsere gemeinsame Erkenntnis. Freundlichkeit zu sich selbst bringt am meisten. Schön gesagt. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Soll ich alles noch einmal kurz zusammenfassen? Sehr gern. Unsere Hörer mögen klare Zusammenfassungen. Also, hier kommt die Zusammenfassung. Wir starteten mit meiner Sofa-Geschichte. Dann entlarvten wir Mythen. Disziplin ist kein Talent, Willenskraft ist nicht endlos, große Ziele können lähmen. Wir erklärten, wie man Träume in kleine Schritte teilt und stellten die 3-Minuten-Technik vor. Danach bauten wir Barrieren gegen Ablenkungen und zeigten, wie Perfektionismus oft nur Angst ist. Wir sahen, dass sanfter sozialer Druck helfen kann und dass kleine Entscheidungen unsere Identität formen. Das zentrale Muster lautet immer gleich. Mache es mini, mache es sichtbar, mache es wiederholt. So wächst Disziplin langsam, aber sicher in den Alltag. Fehler sind erlaubt, Pausen auch. Hauptsache, der Kreislauf beginnt immer wieder. Das war unser Weg durch das Thema Disziplin in einfachen, praktischen Schritten. Danke, Markus, sehr klar zusammengefasst. Gern. Ich fand unser Gespräch heute wirklich inspirierend. Ich auch. Es war leicht, offen und trotzdem tief. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ja, vielen Dank für eure Zeit und eure Neugier. Wir hoffen, ihr nehmt mindestens einen kleinen Tipp mit in euren Tag. Vielleicht den 3-Minuten-Timer oder das Glas mit Steinen. Probiert es aus und berichtet uns gern von euren Erfolgen. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und Geschichten. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss auch von mir. Bleibt motiviert und freundlich zu euch selbst. Wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Bis bald und einen wunderbaren Tag euch allen.